I still have a lot to do at the guild. How about you take a rest while I go back? Nein, wir wollen heute keine Pause machen. Wir wollen den nächsten Part aufnehmen. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Genshin Impact. Ja, im letzten Part haben wir ja Dainsliff getroffen und haben die Quest mit ihm abgeschlossen und heute wollen wir mit der Main Story weitermachen. Die Dailies habe ich wie sonst auch schon erledigt. Damit können wir uns die Belohnung einsammeln und ich würde sagen, die Erkundung. Bisher nur eine fertig geworden, nur unser Bennett, aber die würde ich sagen, die machen wir auch neu. So, und dann schauen wir mal, dass wir uns auf den Weg zur nächsten Hauptquest machen, ohne großartig Zeit zu verlieren. Und die nächste Hauptquestreihe ist in Liyue. Wir sollen zur Ankündigungstafel der Gilde gehen und wenn es mich nicht täuscht, sehen wir da schon ein bekanntes Gesicht stehen. Hi Ganyu! Oh, yes, yes. They have the audacity to go after anything. The 7 dragons, gods. No ancient artifact that relates can escape their greedy ambitions. Still, this time is different. Who do they think they are, going after the Abyss Order's treasures? Oh, Traveler, it's you. Huh? Ganyu, what are you doing here with Lan? Do you have a commission you need to post? Hello. Hi. We were just discussing the treasure hoarders. Ach so. Yes. We were just saying how even the audacious treasure hoarders should know better than to mess with the Abyss. It's just too evil. Also, wait. Die Schatzräuber haben sich jetzt mit dem Orden des Abgrunds angelegt. That 2 big-time treasure hoarders in Liyue and Mondstadt are planning some big joint operation. 2 big-time treasure hoarders? Yes. They're known as Big Sis of the South and Raptor of the North. Oh, Raptor! Paimon remembers he tried to run away from Amber in Mondstadt. But who is Big Sis of the South? Sie ist der Chef, den die Schatzräuber meinten. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr, wann die was von dem Chef erzählt haben, aber ich schätze mal, das wird schon so sein. You already know something then. I guess you must have crossed paths with the treasure hoarders many times before. Ja, das kann man so sagen. Meistens haben wir die verkloppt, um deren Insignien zu bekommen, aber ja. I understand it, the treasure hoarders all call her boss. Some say that the god of thieves even bestowed a gift upon her for her exploits, making her Big Sis of the gods. But that's probably just a wild rumor. Anyway, the treasure hoarders discovered some previously unexplored ruins that the Abyss Order has been secretly guarding in the shadows. Despite how dangerous that makes it, all the treasure hoarders can think about is what kinds of treasure could be inside. They have already devised a plan. They will send out a decoy to divert the Abyss Order's forces away from the ruins, then send an expert thief inside to steal the treasure. To this end, Big Sis and Raptor have reportedly recruited a certain Grand Thief from Fontaine. Oh, Fontaine. Das ist ja das nächste große Gebiet, was im Spiel rauskommen wird. Extraordinary individual. The Grand Thief is highly respected in the treasure hoarders, in the same way that we adventurers look up to great adventurers. Genau wie die legendäre Abenteurerin Alice. Ah, so you're familiar with the author of the Tevat Travel Guide then? Correct. Oh, das wusste ich noch nicht. Someone as renowned as her. So, despite being relative big-timers Das war doch das Buch, was wir von Lisa bekommen haben. Raptor had to put in a lot of work to convince a thief of his status to come and personally oversee this operation. With the major changes in Liyue recently,
The Ministry of Civil Affairs and the Millelith already have their hands full. They don't have any time to investigate rumors about treasure hoarder activity. Ja, natürlich können wir das Anything related to machen. the abyss makes me feel like there is some unknown danger lurking beneath the surface. So I decided to come to the Adventurers Guild to post a commission. Ich kenne ebenfalls die Gefahren des Abgrunds. Leave this commission to us. Oh, thank you so much. Good to see this in the hands of a reliable guild member. Well then, good luck. The guild will take care of the details of this commission. Alles klar, das heißt, ein paar Treasure Hoarders verkloppen und vielleicht ein paar Dinge über den nicht Spiral Abyss, über den normalen Abyss herausfinden. Ja, schauen wir doch mal, wo sich die Ruine befindet, von der gesprochen wurde. Hier hinten. Naja, da haben wir ja einen Teleporter quasi in der Nähe. Nämlich eine Artefakt-Domain. Ich bin noch am Überlegen, ob ich gegebenenfalls mal 1-2 Artefakt-Runs schon mache für lilane Artefakte. Weil wir könnten halt echt ein Timepiece gebrauchen, ein gutes. Dann wäre es eigentlich schon so ziemlich fertig. Wenn wir ein Timepiece haben, ein gutes, dann können wir Diluc auf jeden Fall sehr krass boosten nochmal. So, Stufe 46 ist empfohlen. Da sind wir auf jeden Fall drüber. Verlockung des Abgrunds. Aber wir sollten Kryo mitnehmen. Da würde ich sagen, nehmen wir statt Jiangling mal Kaya mit, falls wir Kryo halt wirklich brauchen. Dann wäre es besser, ihn auch dabei zu haben. Und dann gehen wir mal rein und verfolgen die Schatzräuber. There are signs of treasure hoarder activity here. They must have come to these ruins. Let's go deeper inside. Paimon sure hopes Ganyu's information is reliable. Also, ich glaube schon, dass There aren't Ganyu... many guards here. Looks like their plan to draw away the Abyss Order's forces really worked. Grüßt euch. Erstmal bist du dran, ehe du die anderen heilen kannst. Und jetzt... Ja, wo ist der letzte? Da. Tschüss. Da geht's weiter. Sehr gut. Ne, aber was ich sagen wollte, ich schätze schon, dass Ganyus Informationen vertrauenswürdig sind. More signs that a treasure hoarder was here. This should be the right direction. But why does it feel stranger and stranger as we make it deeper into these ruins? Wir gehen mal hier rein, lassen die mal durch und dann... Be careful now. Paimon's right behind you. Da ist eine Truhe, oder? Ah nein, das war eine Kiste, verdammt. So. Das sieht ziemlich bedrohlich aus hier unten. Was sind das für ganz krasse Steinspitzen hier? Und wir kriegen eine Cutscene. Ach, das ist da... Oh, okay, jetzt weiß ich wieder. Das ist das Ding. Alles klar. This looks like a person. Could it be the ja, Grand Paimon. Thief? Why is he in that position? Is he praying to something? That's... Ja. Ein komisches Ding, was ich noch nie sah. Why is the statue of the Seven hanging upside down? And the statue's hands... Paimon remembers they're normally holding an orb, right? But this statue is holding... What is that? Wahrscheinlich irgendwas vom
Ohren des Abgrunds. Really bad feeling about this. Ja, ich auch. And Vielleicht sollten wir the Great Thief hasn't moved weggehen. an inch. Do you think he's... Also ich sag mal so, sein Genick sieht auch nicht gerade gesund aus. Are you okay, mister? He's dead. Paimon doesn't feel so good. Wie ist er gestorben? Hat die Statue etwa seine Kraft aufgezehrt? Let's get out of here. And fast. We should report back to Ganyu and Lan. Ja, das halte ich für eine gute Idee. What? We can't stay here. Quick, run! Ja. Lass uns schnell weg. Ach ja. Cool, diesmal habe ich das direkt beim ersten Mal geschafft. Für alle, die sich ein bisschen wundern, warum ich da so durchgehetzt bin, diese diese Platten, die da unten waren, die sind jetzt nicht mehr da. Ihr habt gesehen, die haben geleuchtet, als ich draufgetreten bin. Die fallen runter nach einer gewissen Zeit. Das heißt, ihr müsst quasi schnell über diese Platten drüber. Und die kommen auch nicht wieder. Also wenn die einmal runtergefallen sind, zumindest habe ich es so in Erinnerung, dann sind sie weg. So. Das heißt, ihr müsst da so schnell wie möglich durch und am besten nicht anhalten. Und da haben wir einen, ja, neuen Gegner, wie es aussieht. Schauen wir uns den doch mal an. You cannot spy on the secrets of the abyss. You have come here. You have seen our secrets. For this, you must pay the price. As a herald, I will mete out your punishment. Das ist also dieser Abgrundbote, von dem uns... Genau, der von dem Dane erzählt hat. Dainsliff. Oh, I thought you were just a couple of pests that stumbled in here by mistake. So, you are with Dainsliff, that constant annoyance in our affairs. Also Dane scheint schon länger gegen die zu Here kämpfen. to die? His resistance against the abyss has gone nowhere for a long time. There is nothing you can do to change the tide. The abyss is unstoppable. Das werden wir noch sehen. This is power. I've never seen it before. Grüße. Careful, please don't get cocky. Schmelzen funktioniert auch sehr cool. Grüße. Retribution! Okay, schwach ist er ja nicht. Das muss man ihm lassen. Aber ich bin auch nicht schwach. Oh, das war's schon? This power, it seems familiar. Oha. I see. So it's you. You are the one. In that case, I shall stay here no longer. Natürlich. Erstmal schön abhauen. What a tough battle. Vielleicht sollten wir Dane suchen und dem auch noch erzählen, dass wir seinen Gegner gefunden haben. Strong enemy. Who knew the Abyss Order had monsters this powerful among them? Ja, aber das Ding schien mich irgendwie zu kennen. What is it? What are you thinking about? Nichts. Lass uns von hier verschwinden. Oh, right, yeah. We're near the exit now. Let's get out of this scary place before something even more dangerous shows up.
So. Ja, also... So, Oh, we meet again. A little sooner than I had expected. das trifft sich gut. Wir wollten dich eigentlich suchen und sagen, dass wir da drin so einen Abyss Judging by Herald your gefunden haben. expression, it seems you just experienced something quite strange. Ja, Could it be that you encountered an Abyss Herald in those ruins? ja. How did you know that? Er I've jagte die been on ganze the Zeit Abyss bei uns. Herald's trail. I didn't expect to find you here as well. In den Ruinen war aber noch was Merkwürdigeres als der Abgrundbote. An inverted statue of the Seven, holding abyssal power in its hands. No, I have never seen such a thing during my time fighting the Abyss, though I have had my suspicions. Tell me the rest of what happened in there. So you escaped the ruin depths filled with abyssal power, and then? Ja, dann stand auf einmal der Abyss Herald vor uns. Exit, and Abyss Herald suddenly appeared and blocked our way. Genau. We fought a big battle with that thing. Maybe it hasn't gotten too far yet. Yes, this is a rare opportunity indeed. Come, let's catch up to it. Moment, ich dachte, ich hätte dich beauftragt. Let's go! A rare opportunity. With Dane helping out, maybe we'll be able to solve more mysteries about the Abyss. Das stimmt, aber trotzdem, ich sag, wo es lang geht. So, jetzt also nach dort. Schauen wir mal. Ah ja, da sehe ich ja schon die Leute vom Abgrund. Ich werde mal kurz wieder zurück switchen. Truppe. Und zwar gehen wir auf Zhangling zurück. Bring my seasoning. Denn wenn ich das richtig sehe, ist da ein... Ja, wobei Hydro hätten wir auch mit Kaya machen können. Aber das ist relativ egal. So, wir schauen mal kurz. Wir haben eine Nachricht. Bedo. Anscheinend ist heute Bedos Geburtstag. Ich habe heute Morgen selbst einen Fisch gefangen. Der war fast so groß wie ein kleines Boot. Da ich Geburtstag habe, bat ich das Restaurant One Min, also quasi da wo Zhangling arbeitet, eine Fischmahlzeit für mich zu organisieren. Als ich das erste Mal versuchte, diesen Fisch zu fangen, schlug er mit seiner kräftigen Schwanzflosse, obwohl er am Haken hing. Und nachdem er ein paar Matrosen geschlagen hatte, löste er sich sogar vom Haken und sprang zurück ins Wasser. Nun, meine Flotte verdient den Namen Krux nicht mehr, wenn... Müsste das nicht heißen, verdiene den Namen Krux nicht mehr, wenn sie von einem Fisch verspottet wird. Kurz gesagt, dieser große Fisch ist zu einem pochierten Fisch. Okay. Ist zu einem pochierten Fisch geworden. Sein Fleisch ist viel zäher als das gewöhnlicher Meeresfische. Und der Geschmack ist exquisit. Du solltest ihn unbedingt probieren. Ja, bei Gelegenheit werden wir uns sicherlich über den Weg laufen. Und ein Gefühl sagt mir, dass es auch gar nicht mehr so lang dauern wird, bis wir uns über den Weg laufen. So, dann schauen wir mal kurz nach Freunden. Jemand, der eine ziemlich hohe Stufe schon hat. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Ich lasse es erstmal stehen. Wenn das jemand von euch ist, dann schreibt es gern mal in die Kommentare. Ich lasse es erstmal stehen. So, Errungenschaften. Da haben wir auch einige. Das ist schön. Viel Urgestein. Viel Urgestein. Brauchen wir ja. Wir wollen ja schließlich immer noch versuchen, Yelan zu bekommen, weil sie super für die Zusammenarbeit mit Xingshi wäre.
So. Verdict is... Wir versuchen mal kurz sein Schild zu breaken. Nein, du wirst nicht wieder auferstehen. Und du auch nicht. So, den ersten haben wir. Jetzt fehlt nur noch der. Den haben wir auch. Sehr gut. Those abyss mages just now. Were they trying to ambush us? Vermutlich nicht. They were just digging through these abandoned ruin guards looking for something of value. Das, ja. Habe ich mir auch so The gedacht. traveler here seems to like doing that a lot too. Looking for chaos devices, chaos circuits, you know, that kind of stuff. Die Abgrundmagier haben aber vermutlich nicht nach so etwas gesucht. Das, was Paiman meint, ist ja das Zeug, was wir manchmal brauchen, um Waffen und so aufzuleveln. Aber ich glaube, dass die Leute vom Abgrund nach etwas Mächtigerem suchen würden. They wouldn't be searching for Yeah. such ordinary objects. In fact, I was nearby investigating precisely because abyss mages often come out from that ruin to explore. They seem to be searching the remains of ruin guards for a certain valuable object to take back to the ruins. However, they look disappointed, so it would seem they haven't found it yet. Well then, why didn't you grab one of them just now and ask what they were up to? Naja, du solltest schon ein bisschen rauer mit denen umspringen. Meister Diluc hat das schließlich auch schon gemacht. I certainly don't mean to be merciful towards these monsters of the abyss, but I have a feeling that their plan with this object is of major importance to the entire Abyss Order. One cannot discover the truth behind it through interrogation. Or rather, these Abyss mages likely fear something else, much more than they do a painful interrogation. Hat das etwas mit dem zu tun, was wir in den Ruinen sahen? Paimon is getting goosebumps thinking about all this. All right, we shouldn't waste too much time here. Let's continue our search. Alles klar, dann suchen wir weiter nach Spuren. Naja gut, teleportieren wir uns kurz einmal zurück. Und dann schauen wir mal, wo denn die nächsten Gegner auf uns warten. Da habe ich sie doch schon gesehen, die nächsten Abgrundmagier. Einen Moment. Ah, okay. Muss ich danach machen. Grüße! Oh! Das Ding ist also auch... okay. Das sollten wir möglichst schnell aus dem Rennen nehmen, bevor es in den Himmel fliegt. Okay. Sehr gut. Das hat so funktioniert, wie ich gehofft hatte. So, das ging schnell von der Hand. Besides the Abyss Order, ruin guards sure are active around here. Ja, das wissen wir aber schon. Wherever we find an Abyss Mage hideout, there's often a bunch of ruin guards roaming around too. Is that just a coincidence? Or
There are no coincidences in the world. Schön Everything is gesagt. the fruit of seeds planted long ago. Just like your appearance in that tavern, time is just waiting for those seeds to sprout. Ich begreife nicht ganz. Forget it. Just some needless musings. The connection between the Abyss Order and the Ruin Guards is by no means incidental. Rather, they are both branches that have grown out and up from the same roots below. Branches? Roots? What do you mean exactly? Both originate from an ancient nation that was destroyed 500 years ago. Jetzt kommt die Conria. Lore. Huh? Conria? Really? The Abyss Order and Ruin Guards are left over from after the destruction of that nation? Oh. Speaking of Conria, that's really a super ancient name. Yep. Oh, right. As your guide, Paimon should explain a bit here. A long time ago, the nation of Conria was... Ich kenne die Conria. Huh? Weil ich Erinnerungen daran habe. You have memories of being there. But that nation was destroyed 500 years ago. Is that so? Well, everyone has their secrets. You did not pry into mine, so I shall not pry into yours. But, if you would like to tell me, I will listen. So, the Conria you saw, what was it like? Dane und die Conria. Es ist ein Versuch wert. Ja, und so kamen wir in diese that's Welt. the complete story, huh? Paimon thought that you ran into that unknown god first. I see. So your first memory after coming to this world was being awoken by your sister from within that meteorite. It seems your sister woke up first. But the question is, how long before you? And then your sister told you that the destruction of Conria plunged the whole world into chaos, and that you two should leave this world called Tevat? The destruction of Conria? She said that? Das habe ich zu der Zeit gehört. That destruction you witnessed, that's history from 500 years ago. It seems the first time you awoke in this world was indeed during that period. Huh. So your sister must have understood this world better than you did, because she woke up first. And it was shortly after that you encountered an unknown god who blocked your path, so you couldn't escape. Oh, Paimon knows this part really well. Ja, das I haben wir ja understand. Paimon am Anfang schon erzählt. When you awoke at that time and hurriedly tried to leave for another world, you didn't know anything about Conria. But now, since you have come to gain some understanding of Tevat, you are able to guess that the war you witnessed all those years ago must be the war that ended Conria. Am I right? If that's the case, you must have been flipping through all sorts of books during our adventure these past few months. Before going to Mondstadt, you had just looked at some vague materials. Later, we managed to gather a whole bunch of old books from all around Mondstadt and Liyue, but you told Paimon they were useless. So, the whole time you were just trying to learn more about Conria so you could find your sister? Es ist die zweitbeste Spur nach der Suche nach den 7. Oh, yeah. You can travel around the 7 nations to find the 7. But where can you go to find a nation that was destroyed 500 years ago? I probably know more about Conria than both of you. Conria Wie was a kommt nation das? without a god. Not because it had a god that died or abandoned them,
but because it never had a god to begin with. It was a powerful nation, built purely by humans. An unprecedented, flourishing, and glorious civilization. It was the pride of humankind. A nation without a god? Later events unfolded just as you remember. It was all destroyed by gods. You mean that... 500 years ago, the gods descended upon the world and brought desolation to Kanya. The pride of humankind was uprooted and crushed, like a weed removed from the garden of the gods. How could that be? The history books don't say anything about that. Das ist entsetzlich. Yes, well, continuing to discuss the past now will only dampen our spirits. Aber wenn ich das nächste Mal Venti oder Zhongli sehe. Let's keep moving. I will tell you more of what you want to know as we continue our search. Wie es aussieht, haben also die Götter gegen das Reich Khaenri'ah, was nur von Menschen erbaut wurde, gekämpft und haben es vernichtend geschlagen. Ach komm schon. Ich muss ein bisschen Ausdauer auffüllen, damit ich es schaffe. Komm. Jawohl. Sehr gut. Damit haben wir einen neuen Geoculus. Ja, ich würde sagen, wir teleportieren uns nach hier oben auf den Berg und suchen nach der nächsten Stelle. Aber ja. Khaenri'ah. Eine Sache beunruhigt mich. Weil, was ist mit unserer Schwester? Es wurde ja gesagt, sie weiß vermutlich mehr über Khaenri'ah und die Welt als wir, weil sie eher aufgewacht ist. Und sie wollte dann mit uns ganz schnell aus der Welt verschwinden, als Khaenri'ah gefallen ist. Könnte es sein, dass sie in irgendeiner Weise für den Krieg verantwortlich gewesen ist? Nur so eine Frage, die mir durch den Kopf schwirrt, wenn ich das so höre, ne? Over there! It's more ruin guards and abyss mages. Dane was just saying how these ancient machines are from Khaenri'ah. So, did Khaenri'ah have a lot of ruins that needed to be guarded? No. Ruin Guard is the name modern people have given these machines. Ja. No one called them that 500 years ago. These Ruin Guards were known as Field Tillers by the people of Khaenri'ah. Okay, Flüge. Field tillers? Hatten sie also What a viele Felder? strange name. Ja, waren sie Agrarmaschinen? It's not like you think. Field Tiller was just a code name. The people of Khaenri'ah like to give code names to their weapons. The land is not to be tilled with farming tools, but rather is to be fought for with steel and blood. This is how the Field Tiller came about. Fought for with steel and blood? Well, that's an interesting way of understanding tilling. Paimon doesn't think it's a very positive interpretation. Ja, wir pflügen durch das Land und alle Leute, die dort leben. After the destruction of Khaenri'ah, these masterless field tillers went completely out of control. They wandered aimlessly over the centuries, gradually spreading to every corner of Teyvat. Perhaps resonating with the sorrow of other civilizations lost to time, they found their way to various ruins across the land, where they lie dormant. Well, that sounds so sad.
Wir sollten ihrem Leiden ein Ende setzen. Yeah, Paimon thinks you've been doing a real good job of that. Once you understand more, those details won't mean much to you. But no matter their past, all that remains of them now is the danger they pose. So destroy them all. Grüße. Retribution! Witness the power of goodwill. Ach komm, wir machen kurz einen Prozess. Sehr gut. Huh? This abyss maze dropped a talisman. Could it be a communication of some kind? This talisman seems connected to the Abyss Herald. But why would an Abyss Mage be carrying it? Vielleicht als Bote? Ach so, Perhaps it really does der contain Bote des information about their Abgrundboten. operation. But Paimon can't read the writing on it. Is that the script of Conria? Engulf the faith of an enemy in flame, and bring glory to Her Highness the Princess. What? Is that what it says? Loom of Fate initial operation. The Abyss, seem to be carrying out a large operation. The keyword here is Loom of Fate. Webstuhl des Seems like they are Schicksals. still launching the operation, or rather, are still conducting preliminary tests. Loom of Fate? What's that? Is it literally a fate-weaving machine? Hat das mit der umgedrehten Statue zu tun? From the horrible feeling Paimon's been getting, those eerie ruins are super likely to be related to this fate-weaving operation. Das glaube ich auch. So, Dane, what message does this talisman contain? I'm reading it now. An ambitious operation. But some parts are difficult to understand. How so? In short, the first phase of the plan is related to Osile, Overlord of the Vortex. Ja, den haben sie ja wieder The Overlord erweckt. of the Vortex? You mean that god in the ocean? Ja. Und stimmt, das ist interessant. Wir konnten ihn beim letzten Mal nicht zerstören. Wir haben ihn erneut versiegelt, aber wir konnten ihn nicht zerstören. What do they want with Osile? Vielleicht dasselbe wie bei Dvalin? I know of your past heroics regarding Dvalin, and I also know of the Abyss Order's role in the Storm Terror incident. Though you may not have been aware of it at the time, you were thwarting an Abyss Order operation similar to this one. Last time it was Venti's old friend. This time it's a huge ancient god. The Abyss Order keeps setting their sights higher and higher. Will Yep. the Abyss Order use their lies and dark magic to corrupt Osile, just as they did Dvalin? No. From the contents of the talisman, this operation goes one step further. They won't just corrupt Osile's mind. They also plan to use the ancient technology behind the field tillers to completely transform Osile's body. Is that even possible? So wait, the Abyss Order wants to make some sort of cybernetic squid god of mass destruction? Diese Spitznamen werden ständig länger. Aber vermutlich ja. Vermutlich ja. Vielleicht wollen sie einen neuen Krieg anzetteln gegen die Götter. Die Frage ist, warum?
Was hat der Orden des Abgrunds gegen die Götter? Vielleicht, weil sie die Menschen bevorzugen anstelle der Monster? Diese Möglichkeit besteht. Naja, ich schätze, wir werden es in der Story noch erfahren, was da wirklich vor sich geht. Very few people today truly understand the civilization of Khaenri'ah. Though of course, the accuracy of that understanding itself is difficult to judge. Only the Abyss Order has consistently sought out the remnants of Khaenri'ah. Despite being far from human, they seek out this lost human civilization quite persistently. The talisman's message states that they will use the defiled statue as a base, attaching Osial's limbs to construct a mechanized god. And the new core that shall replace the orb usually held by the statue of the Seven is the eye of the very first field tiller. Ein paar Gedanken zu dem, was gerade gesagt wurde. Erstens, das Auge des weltweit ersten Flugs, beziehungsweise Ruinenwächters. Vermutlich ist es das, wonach sie gerade die ganze Zeit suchen. Und zweitens, die wollen selber einen Gott erschaffen. Ja gut. Sagen wir es einfach mal so. Ich kenne noch eine andere Begebenheit, wo Leute versucht haben, einen Gott zu erschaffen. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Dazu kommen wir noch in der Story. Dauert noch ein bisschen, hängt mit Sumeru zusammen. Ja, falls ihr im Spiel schon weiter seid oder so, wisst ihr vermutlich, wovon ich rede, aber ich will es jetzt nicht zu sehr spoilern für alle, die mit mir zusammen hier die Story spielen und das Ganze für sich selbst erleben möchten. Sagen wir es einfach so. Götter zu erschaffen ist vielleicht nicht die beste Idee. The eye of the very first field tiller? Oh, Paimon gets it! All those Abyss mages are looking for the special eye, right? Yep. It would seem so. Finden wir das Auge vor ihnen. This whole thing keeps getting more complicated. But basically, it all has to do with that eerie statue of the Seven we saw, right? Da fällt mir auf, wir Yes. müssten eigentlich mal Bericht erstatten According bei to the Ganyu. talisman, the eye should be placed in the hands of the defiled statue, thereby imbuing the newly born god with the power to topple the divine thrones of Celestia. Celestia. Kurz, wer es nicht weiß, Celestia ist quasi der Göttersitz im Himmel sozusagen. Wäre wahrscheinlich vergleichbar mit dem Olymp oder so, ne? Das ist quasi der Sitz der Götter. Oh boy, the Abyss Order sure isn't holding back with this plan. Since no one knows where the first field tiller is, how about we take the information about the statue as the starting point for our investigation? Diese Statue, sie hat ausgesehen wie der Anemo-Arkon. Also müssten wir nach Mondstadt. That tone-deaf bard is too difficult to track down anyway. Let's go to the cathedral first and ask around. Maybe we'll learn something. The cathedral. Huh? What's the matter, Dane? Nothing. Let's get moving. Cool, und damit sind wir auch schon Abenteurerstufe 34. Aber wir machen uns mal auf den Weg zur Statue.
huge statue, a grandiose cathedral. The people of Mondstadt clearly spent a great deal of resources and energy to construct them. But how aware of this was the Animo Archon on receiving this gift? And how much did he give back in return? Faith doesn't ask for anything in return, though, does it? As long as the gods have a clear conscience about it all, there's nothing I can say about it. Shh! We're about to enter the cathedral! Don't say anything bad about the Animo Archon! And actually, the Animo Archon is... never mind! I never specifically said I would enter the cathedral. Oh. I'll leave you two to mingle with the sisters. Huh? Bist du nicht neugierig? You are the honorary knight of Mondstadt. They will surely allow you to poke into these affairs with their utmost trust. Having me tag along would only make them suspicious. Glaubst du nicht, dass du bei den Schwestern sehr beliebt sein wirst? Correct. And just as our little friend said, I might say something bad about the church at any time. When a non-believer steps onto holy ground, the result is never pretty. I have never received the favor of the gods in the past. I don't see any reason I would need it now, or in the future either. That's enough about that. While we've been chit-chatting, the Abyss Order continues to act. Okay, das heißt, er ist nicht gläubig und betritt deshalb auch keinen heiligen Boden. Don't go mentioning the defiled statue inside the cathedral. The Church of Favonius wouldn't ignore the matter of the statue. But if they rashly tried anything against the Abyss Order, it would only ruin whatever element of surprise we may have. Also, meddling in the affairs of the Abyss usually doesn't end well for anyone. So, dann würde ich sagen... Ach, guck mal, wir müssen mit Barbara reden. Die kennen wir doch. Apropos Barbara, sie ist ja Heilerin. Wir sollten vielleicht auch mal versuchen, ein bisschen hoch zu heilen. Seltsam, die Regenschwerter sind einfach verschwunden, als ich rein bin in die Statue. In die Statue, sag ich schon. In die Kathedrale. Das war seltsam. Aber, hi Barbara. Honorary Knight. Hi, how have you been? Do you need anything today? Ja, Informationen. But I should first make it clear that if you need to borrow the Holy Lyre to Hermel again, we cannot oblige. It seems she hasn't realized it's just an illusion. Oh, we're here to ask some questions about something. Barbara, have you heard about the first field tiller? What's that? Field tiller. What does it do? Of course man you macht damit wouldn't know Felder. anything about that. Okay, next question. Has the church ever lost a statue of the Seven? Huh? You're here to ask about that old story? Well, I didn't expect that. That was such a long time ago, barely anyone mentions it nowadays. A long time ago, there was indeed one statue of the Seven that disappeared one night without a trace. Okay. Nearly every member of the church joined the search for it, but it was never found. In the church's records, as you might assume, this incident has been called the Lost Statue of the Seven. Of course! Of course? Nothing? So do you have any other clues? Paimon means any other strange stories? Paimon, du verrätst uns. But we can't tell you about the statue we saw just yet. Like Dane said outside, it's for your own good. Other strange stories? I'm not sure. Let me think about what other unusual incidents are in the church's records.
Oh, the Tyrant's Final Fury? No, that's from another time. Probably unrelated. The Tyrant's Final Fury? Ja, was ist damit? This refers to a time of great danger that engulfed Old Mondstadt, the place now known as Storm Terror's lair. Many, many years ago, there was a time when balls of fire would rain from the sky whenever anyone approached Old Mondstadt. Balls of fire raining from the sky? How terrifying! Krass. People at that time believed it was a curse laid down by the god of storms, so they referred to it as the Tyrant's Final Fury. This strange phenomenon continued for about a year. No one was ever able to solve it. It just gradually ceased on its own. Ich muss sagen, es ist schon etwas bizarr, wenn ich überlege, Feuerbälle, die vom Himmel regnen, aber es muss ja irgendeine Erklärung dafür geben, ne? Right. Later, the theory of the Tyrant's Final Fury became less probable in the eyes of the Church. Common reasoning dictates that the god of storms wouldn't shoot fireballs. Perhaps it was something else that caused the disaster. Vielleicht war es ja der Feuerakon. Anyway, this incident might not be related to the lost statue of the Seven, but I just can't think of any other strange incidents that might be. It's okay. Thanks anyway. There's that pointless word, thank you, again. I can never get used to hearing it. Oh, Rosaria, it's you. If you're looking for the Knights of Favonius, they're busy with those monsters again. Those monsters? Those monsters that tried to attack Mondstadt last time during the Storm Terror incident? Also Hillichurls? Wasn't that the Abyss Order? They're at it again? Indeed. They're gathering in Wolvendom, causing great unrest among the wolves. Oh Could it shit, be da müssen wir mal that mit the Razor Abyss Order reden. is targeting the spirit of Lupus Boreas? As for what purpose, I can't say for certain. Master Jean has already headed off to Wolvendom. I must also begin to make a move myself. Then I will go as well. Master Jean said you should stay at the church and continue your work with the clergy. But you're also a member of the clergy. Mach dir keine Sorgen. Ich werde dir auch helfen. Right. We'll go give Master Jean a hand. Oh, okay. If the honorary knight will be there, then... But please, everyone, be careful. May the animal Archon protect you all. Ja, ich hoffe doch mal, Venti kämpft auch wieder mit. What should I get to take back to Lily? So. Ich würde allerdings sagen, bevor wir mit dieser Quest weitermachen, was im nächsten Part geschehen wird, sammeln wir auf jeden Fall mal kurz unsere Belohnung für die Abenteurerstufe ein. Ad Astra. Da haben wir wieder mal ein 4-Sterne-Artefakt, aber eine Blume müsste das, glaube ich, sein. Genau, und dann sind wir schon bald Stufe 35. Wir schauen einmal kurz nach diesem Artefakt. Wie sieht das aus? LP und Verteidigung. Naja, geht besser. Oh, das hat 3 Substats. Das ist cool. Aber dafür ist es ja schon gelockt. Ja, dann würde ich sagen, war's das erst einmal für den heutigen Part. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn dem so ist, dann würde ich mich über ein Like oder ein Abo sehr, sehr freuen. Wer die neuen Parts nicht verpassen möchte, dem empfehle ich, die Glocke zu aktivieren. Und wer die alten Parts noch nicht gesehen hat, für den ist am Ende des Videos nochmal eine Playlist verlinkt.
Damit verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.